Grüezi und herzlich willkommen. Wir genießen in dieser zweiten Episode den mittleren Teil Sardiniens. Unterwegs sind wir aktuell an der Westküste Richtung Süden nach Arborea. Als nächstes machen wir Halt in Bosa Marina, später dann nach Arborea auch am Lago di Flomondosa und schließlich am Strand bei Barisardo. Und ja, natürlich, Sardinien hat noch viel mehr zu bieten und wir wollen davon profitieren. Deshalb legen wir gleich los. Die Strada Provinciale SP 105 möchte ich, ohne zu übertreiben, als eine der schönsten Küstenstraßen nicht nur Sardiniens bezeichnen. Dieser Abschnitt zwischen Alghero und Bosa ist wirklich cool, nicht zuletzt wegen seiner sagenhaften Aussicht auf die Westküste. Viele einsame Badebuchten mit kristallklarem Wasser locken entlang dieser Route und sind natürlich auch gut besucht. Übrigens, auf Sardinien leben doppelt so viele Schafe, ca. 3,3 Millionen, wie Menschen, so dass auf jeden Bewohner 2 Schafe kommen. Die meisten Schafe auf der Insel sind weiß, manche sind auch schwarz oder gefleckt. So wie es aussieht, passen sich sogar die Hunde farblich den Schafen an. Bosa Marina liegt direkt an der Küste, dort, wo der Fluss Temo ins Mittelmeer mündet. Der große Strand von Bosa Marina liegt unmittelbar südlich des Yachthafens. Hier kann man sich nicht nur wunderbar entspannen, es locken auch zahlreiche Wassersportarten wie Kite- und Windsurfen, Tauchgänge, aber auch Bootsausflüge und vieles mehr. Der Torre di Bosa, auch Torre dell'Isola Rossa genannt, grenzt an den Strand und ist seit dem 20. Jahrhundert durch einen Betonarm mit dem Festland verbunden, wodurch eine herrliche Promenade entstand. Die vor 1572 errichtete Festung geht auf die spanische Herrschaft über Sardinien zurück. Sie hatte die Aufgabe, die Küste und die Mündung des Flusses Temo vor Einfällen der Berber zu schützen. Weiter geht's Richtung Arborea. Die Straße verlässt nun die Küste, doch damit wird die Landschaft natürlich überhaupt nicht uninteressanter.
In Nuraki gibt es hübsche Graffitis zu bestaunen. Man muss tatsächlich zweimal hinschauen, um sie als Malerei zu erkennen. Arborea liegt in der Provinz Oristano und zählt rund 4000 Einwohner. Gegründet wurde der Ort 1928 mit dem Namen Mussolinia. Später, nach der Absetzung des Duce, wurde sie im Februar 1944 in Arborea umbenannt und stellt heute eines der größten Landwirtschaftszentren Sardiniens dar. Dass dieser Erfolg überhaupt erst möglich wurde, verdanken die Bewohner unter anderem natürlich diesem Mann, Giulio Dolcetta. Der umsichtige Ingenieur sorgte dafür, dass die gesamte Region, die bis ins 20. Jahrhundert hinein Moorgebiet war, trockengelegt und somit zu fruchtbarem Acker- und Weideland wurde. Ja, und hier meine Lieblingsrestaurants in Arborea. Das Ristorante Il Gallo Bianco und das Ristorante Margherita. Beide mit sensationellen Angeboten, freundlichem Service und angemessenen Preisen. Dem Priester und Erzieher Don Bosco und seinen Salesianern verdankt Arborea das Campo Sportivo mit diversen Sportplätzen. Auch dank der Trockenlegung der ganzen Ebene um Arborea verfügt die Region über ein großes Netz an schönen Fahrradwegen. Die 1928 fertiggestellte und im März 1929 geweihte Kirche präsentiert sich in einem neoromantischen Stil. Die Halle ist einschiffig mit runden Spitzbögen. Es bewahrt ein wertvolles Altarbild, ein Werk des sardischen Malers Filippo Figari aus dem Jahr 1933, das das Wunder der Vermehrung von Broten und Fischen darstellt.
Weiter geht's. Erst noch etwas südwärts, dann vorbei an Giuspini, das bereits 25 Kilometer von der Westküste entfernt liegt. Denn nun wechseln wir an die Ostküste. Den südlichen Teil von Sardinien werden wir in der 3. Episode erkunden. Der Lago Basso del Flumendosa in der Provinz Südsardinien präsentiert sich bei diesem Wetter von seiner schönsten Seite. Wie fast alle Seen Sardiniens ist er ein künstlicher Stausee, der zwischen 1953 und 1959 durch den zweiten Damm am Lauf des Flusses Flumendosa angelegt wurde. Künstlich, ja, aber er liegt trotzdem wunderschön in der Landschaft und ist ein toller Ort zum Entspannen. Okay, ganz so schnell sind wir nicht unterwegs, können aber einige Male feststellen, dass die nachfolgenden Passstraßen dann und wann als Rennstrecke missbraucht werden. Die Landschaft hier ist wunderschön. Eigentlich besteht gar kein Grund zur Eile. Und vor allem die Staatsstraße 198 bietet uns herrliche Panoramen.
Aktuell fahren wir noch abwärts, doch rechts kann man erkennen, dass die Straße gleich wieder hoch Richtung Gairo führt. Doch erst geht's an Gairo Vecchio vorbei. Dieser Ort wurde, nachdem die Erdrutsche aufgrund der Überschwemmung von 1951 die Evakuierung des alten Gairo erzwungen hatten, zu einem faszinierenden Geisterdorf. Ein Teil der Bevölkerung gründete Gardedu an der Küste, der andere ließ sich in Gairo Sant'Elena, das wir gleich erreichen, nieder. Acht Kilometer entfernt liegt übrigens der Weiler Gairo das Guisara mit der Station des Trenino Verde entlang der Strecke Manda-Sarbatax, einst Station der kürzesten Eisenbahnlinie Sardiniens. Bis jetzt waren wir auf der Strada Provinciale 198 unterwegs. Hier in Gairo geht's auf der Strada Provinciale 28 Richtung Barisardo. Und einige Kilometer nach Gairo Sant'Elena ist auch schon das Meer an der Ostküste erkennbar. Also auf nach Barisardo, genauer nach Torre di Bari. Die kleine Stadt Barisardo ist aus 4 Siedlungen zusammengewachsen und liegt etwa 4 Kilometer von der Küste entfernt. Hier sind wir in Torre di Bari, einem wunderschönen Ort mit einem besonderen Flair in der Provinz Nuoro und direkt an der Küste. Torre di Bari ist ein sehr angenehmer Badeort um den sehr schönen alten Sarazenenturm, der im Mittelalter zur Verteidigung errichtet wurde. Der Turm ist aus lokalem Granit und Basaltgestein gebaut.
Idealerweise liegt auch ein tolles Hotel, das Hotel La Torre, gleich vor Ort. Und dieses kann ich wirklich sehr empfehlen, zum Schlafen und zum Essen. Besonders hervorheben möchte ich das Sandcafé, ein hervorragender Platz, um sich völlig dem Rhythmus der Gezeiten hinzugeben. Oh, schön gesagt. Genießen wir etwas den Strand und die Sonne hier in Torre di Bari. Ja, und bevor diese Episode zu Ende geht, möchte ich dir ganz herzlich fürs Zuschauen danken. Ich freue mich natürlich über deinen Kommentar, genauso über dein Like und natürlich auch über dein Abo. Wichtig, drücke auch die Glocke, dann verpasst du künftig keinen meiner Filme. Und du kannst dich auf die 3. Episode über Sardinien freuen. Denn dann werden wir ganz im Süden sein und dort speziell Cagliari und seine Umgebung genießen. Ich zeige dir, was dich in der nächsten Episode erwartet. Wir entdecken weitere wunderschöne Orte an der Westküste, speziell in Buccarù, direkt am Strand und aus der Höhe. Ebenso den Spiaggia Portugauli mit Blick auf den Bandi Zucchero inklusive. Ja, und natürlich den Hafen von Cagliari. Wir entdecken das ruhige Leben Cagliaris außerhalb und das hektische im Zentrum. Wir erkunden die üblichen Einkaufsstraßen, fühlen uns auf dem Spielplatz wie Kinder, bewundern die Ruhe und Geduld der Busfahrer in der Stadt, ebenso die Basilica di Nostra Signora di Bonaria und besuchen das etwas außerhalb gelegene Castello di San Michele und genießen dort die damit verbundene Aussicht auf die Stadt, spüren versteckte Preziosen in den Gassen auf, erkunden Parks und natürlich noch einiges mehr. Wir sehen uns bald wieder und bleib munter!